Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung Visite und auch herzlichen Dank für all Ihre Informationen, Fragen und auch Fälle, die Sie mir vorstellen. Ich habe heute einen herausgesucht, und zwar geht es um ein 6-jähriges kleines Mädchen mit einer juvenilen Arthritis. Das heißt, dieses kleine Mädchen hat eine rheumatische Erkrankung. Und sie waren als Mutter so lieb und haben mir einen Behandlungsbericht gesendet, der mir aufzeigt, was man über diese Erkrankung festgestellt hat und wie man sie natürlich jetzt behandelt. Sie schreiben mir aber auch, dass die Kleine, die 2017 erkrankt ist, seitdem medikamentös eingestellt ist und dennoch das Krankheitsbild immer wieder auch Thema ist. Das Kleine kann nicht lange laufen, sie humpelt dann, hat Schmerzen, steht unter Antirheumatika, die sie regelmäßig einnehmen muss, und die Frage richtet sich jetzt an mich. Ich glaube, als Zweitmeinung ist es gefragt: Was können wir mehr tun? Und auch Respekt und Achtung vor den Immunsuppressiva und vor diesen antientzündlichen Medikamenten. Ich sehe die Epikrise, ich sehe die Berichte aus dem Krankenhaus und sehe natürlich auch den Verlauf, dass seit Krankheitsbeginn das Kind mit Schmerzmitteln therapiert ist. Die Diagnostik beläuft sich im Rahmen der Bildgebung. Man hat also vielzahlig geröntgt, man hat Entzündungsparameter gesehen, man hat erhöhte ANA gesehen, das sind rheumatische Antikörper, und hat dadurch das kleine Mädchen eingestellt auf die entsprechende Begleitmedikation. Jetzt liegen mir keine anderen Befunde vor, aber in dem Moment war mir ein anderer Fall eines Kindes bewusst, der nicht analog in diese Zeit fällt, aber das ist auch gar nicht wichtig jetzt. Zumindest ist es ebenfalls ein Kind, was mit einer ähnlichen Symptomatik kam. Wir betreuen eine Reihe von Kindern mit insulinpflichtigen Diabetes von einer Stunde zur anderen, mit 5, mit 6. Jetzt sind die Kinder schon 2 Jahre und der Diabetes tritt auf. Und natürlich auch diese Erkrankung, juvenil, heißt kindliches Rheuma. Ich gehe jetzt rüber auf den anderen Fall, weil dadurch wird für Sie, glaube ich, ein bisschen sichtbar, wie wichtig es ist, dass man diagnostisch sich noch ein Stückchen weiter hinauslehnt und vor allen Dingen versucht, im Leben des Kindes, im Leben der Familie, aber auch weit über die Bildgebung und den derzeitigen Zustand zu erkennen, warum sich die Waage zwischen gesund bleiben und krank werden für die Kleine in ihrem Fall sich so hat entwickeln können. Und die Diagnostik bei einem jeden Kind, die ich immer als unglaublich wertvoll finde, ist zu erkennen, ob es ein Kind ist, das eine Kryptopyrrolurie hat. Eine Kryptopyrrolurie sind 10-15% aller Menschen. Und diese Menschen oder auch Kinder werden durch eine Vielzahl von Symptomen auffällig. Sie können tendieren zu Allergien, sie können tendieren zu Milchschorf schon sehr früh. Sie haben manchmal psychische Auffälligkeiten, dass sie ziemlich aktiv, neugierig und interessiert sind. Sie sind hochintelligent, aber sie sind manchmal nicht in eine Struktur zu bringen. Es gibt eine Vielzahl von Erkrankungen oder Auffälligkeiten bei Kindern, die im Kindesalter, Kleinkindesalter gar nicht auffällig sind, aber dann später, wenn das Leben sie fordert, doch durch gewisse Allergiebereitschaft oder Atopie, Neurodermitis, dann Krankheiten entwickeln. Und diese Kinder, und darauf will ich zurückkommen, haben einen Verlust jeden Tag von Vitamin B6 und vor allen Dingen Zink. Und Zink, das werden Sie immer wieder hören, ist eines der wichtigsten Spurenelemente. Und ohne Zink
kann eigentlich eine intrazelluläre Immunität sich nicht aufrechterhalten. Ohne Zink kann eigentlich die Regeneration von Knorpel, Gelenken, Haaren, Haut sich schwer immer wieder neu regenerieren. Ohne Zink werden über Hunderte von Enzymen, und Enzyme bedeuten Reaktion A zu Reaktion B. Das sind Hunderttausende von biochemischen Reaktionen, die auf die Gabe von Zink natürlich angewiesen sind. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Diagnose, die man sichern oder ausschließen muss, ob dieses Kind eine HPU hat oder KPU. Aber wenn es so wäre, dann wird natürlich auch klar, dass die Adaptation ans Leben, dass die Adaptation an Belastung und dass die Situation des Körpers sich mit dem Erwachsenerwerden immer wieder das Eis dünnhäutiger wird, die gleichen Aufgaben für diesen Organismus zu garantieren. Das ist wichtig, weil wenn Sie das übersehen, dann wird dieser Ausgleich auch von alleine nicht stattfinden können, zumal ich bei unserem Kind sehr, sehr deutlich erfahren durfte durch die Mutter, dass Gerichte nur sich auf sehr wenige Gerichte für das Kind minimieren, weil sie einfach ein schlechter Esser ist. Und damit sie was isst, wird natürlich dem Kind sehr gerecht getan. Und alles, was sehr, sehr hochwertig ist, wie ausreichend Gemüse und Vitalstoffe, Smoothie, das liegt nicht so im Speiseplan des Kindes, wo man natürlich dann zur Folge auch 1 und 1 zusammenzählen muss, dass von ernährungsfähiger Seite das nicht ausgeglichen wird. Das andere ist die Konstitution eines Kindes, die sieht man an den Augen. Unser Kind hatte blaue Augen und blaue Augen sprechen für eine lymphatische Konstitution. Der Lymphatiker sollte bitte bis zum 6., 7. Lebensjahr überhaupt nicht mit Kuhmilch konfrontiert werden. Das heißt, es gibt ein immunologisches Gedächtnis. Der Körper wendet sich gegen die Kuhmilch. Es ist ein Fremdeiweiß. Und ein Kind, das nicht gestillt wird und mit einer Ersatznahrung, also Babynahrung, dann gefüttert wird oder gefüttert wird, das kann diese Kuhmilch nicht gut verwerten und es entstehen ständig Entzündungsreaktionen. Aus der Anamnese wurde dann auch ersichtlich, dass die Kleine immer wieder Anginen hatte, Lymphdrüsenschwellungen, verschleimt war, auch immer wieder Antibiotika bekam, voll durchgeimpft war. Das heißt, dieses kleine Immunsystem hat schon in den ersten Lebensjahr eine Menge zu kompensieren und war eigentlich auf der anderen Seite dieser Belastung nicht mehr gewachsen. Das andere ist, dass jeder untersucht wird auf einen intakten Darm. Und unser Kind hatte ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom. Sie hatte eine völlige Dyspepsie, nennt man das, wenn die Bakterienflora nicht im Gleichgewicht ist. Das heißt, es gab eine erhöhte Candida-Pilzbelastung, weil die pathogenen Keime deutlich Überhand bekamen, weil die gesunde Flora ausgeprägt durch Milchsäurebakterien, Lactobacillen, Bifidusbakterien, aber auch durch Escherichia coli oder Enterococcus, das sind wirklich ganz wichtige Immunkeime, nicht mehr ausreichend vorhanden waren und sich eine Flora breit gemacht hat, die natürlich dramatisch durch Zucker und durch etwas einseitige Ernährung natürlich wahnsinnig auch gefüttert wird. Die Familie lebt zusammen mit 2 Katzen. Hier war die Frage natürlich auch zu klären, bei unserem Kind gibt es eine Belastung mit Toxoplasma gondii, der auch immer wieder Gelenkprobleme forciert. Und so kam bei diesem Kind eine Fülle von parasitären Belastungen noch dazu, dass ein Leaky Gut Syndrom eine erhöhte Permeabilität der Darmschleimhaut ist. Und vielleicht darf ich das nochmal ganz kurz erklären. Die Darmschleimhaut ist die Grenze
zwischen dem Darm und dem Organismus, dem Körper. Und diese Grenze ist dermaßen hochsensibel und schottet den Körper, also bunkerfest ab, dass aber auch gar nichts ihn erreicht, was jetzt wieder eine Immunität beanspruchen würde, um den Körper von diesen Toxinen zu befreien. Deshalb muss diese Schranke wirklich fest sein. Die Darmschleimhaut hat 2 Kontrollsysteme eingeführt und diese Kontrollsysteme waren dem Kind weggebrochen durch immer wiederkehrende kleine Entzündungen. Und jede Silent Inflammation nennt man das, jede chronische Entzündung zerstört. Eine chronische Entzündung ist eine Gefahr. Deshalb muss jeder Mensch auch untersucht werden auf eine latent chronische Entzündlichkeit, die er eigentlich gar nicht spürt, aber die über die Jahre, und manchmal braucht es natürlich nur Wochen, eine Veränderung schafft. Und gerade in der Darmschleimhaut ist es dann so, dass wirklich eine Porosität entsteht und alles, was den Darm eigentlich verlassen sollte, kann ungehindert auf die körperliche Ebene kommen. Jetzt ist es im Blut und jetzt muss das Blut in der Lage sein, diese Last an Endotoxine nennt man das, die sich von dem kleinen Kinderdarm ins Blut übergibt, natürlich bearbeiten, erkennen, ausschalten, ob das Bakterienfragmente sind, ob das parasitäre Belastungen sind, ob das Pilzbelastungen sind. Das sind alles Dinge, die auch ein kleines Immunsystem, das nun gerade in einer Phase des Lebens ist, wo es sich aufbauen soll, wo es stark werden soll, wo es auch eine gesunde Abwehr aufbauen kann, sich ständig natürlich in dem Moment überfordert fühlen muss und die Inflammation und die Entzündung sich natürlich jetzt auf die körperliche Ebene überträgt. Das sind Dinge, die wir hier deutlich feststellen konnten. Daneben gab es auch noch eine Chlamydienbelastung. Auch Chlamydien sind Bakterien, die in der Regel nicht untersucht werden. Wir haben das Kind untersucht auf einen Lymphozyten-Transformationstest auf Borrelien und auch hier gab es eine aktive Reaktion. Man sieht also immer die Reaktion des Immunsystems an, um in einer Auseinandersetzung mit einer chronischen bakteriellen Pilzbelastung. Das kann man sehr schön nachweisen. Und da ist eine ganze Menge an Informationen zusammengekommen, die jetzt eine Struktur gebraucht haben, die natürlich in der ersten Linie damit begann, den Darm wieder erst einmal funktionsfähig zu machen. Das Kind hatte auch immer wieder Bauchschmerzen und Stuhlunregelmäßigkeiten. Das heißt, dass man sich sehr intensiv um den kleinen Darm kümmert und dieses sogenannte Permeabilitätssyndrom erkennt. Das ist durch eine Stuhlprobe ohne Probleme auch gut nachzuweisen. Diese Diagnose kann man ganz schnell ausschließen oder sichern. Und da beginnt der Anfang. Der Darm als Wurzel bei der Pflanze Mensch ist das Allerwichtigste. Sie können nicht erwarten, dass aus dem Baum eine deutsche Eiche wird, stark, kräftig da steht, wenn der Darm nach wie vor desolat ist. Und unsere Kinder haben heutzutage natürlich, die haben eine andere Ernährung, die werden mit vielen anderen Dingen auch belastet. Und wir sind alle unterschiedlich in unserer Adaptation auf das, was uns belastet. Aber ein kleiner Darm, der auch zu früh schon an Kuhmilch und Kuhmilchprodukte überhaupt gewöhnt wird immer irgendwo durch kleine Dinge sich gestört wissen und braucht jetzt einfach mal die wirkliche Ruhe, um hier, sage ich mal, eine Heilungstendenz wirklich zuzulassen. Und es macht jetzt vielleicht gar nicht so viel Sinn, Ihnen jetzt zu sagen,
was ist der nächste therapeutische Schritt. Aber es macht ganz viel Sinn, eine HPO auszuschließen für Ihre Tochter. Es macht ganz viel Sinn, eine Untersuchung zu machen auf nitrosativen Stress. Damit sehen wir, inwieweit die zelluläre Gesundheit überhaupt in der Balance ist, wie die mitochondrale Gesundheit, das heißt, wie ist die energetische Situation der Zelle, inwieweit ist die Zelle versorgt mit ausreichend Vitamin B12. Es ist ganz wichtig, einen großen Mineralien- und Spurenelemente-Status herzustellen. Es ist sehr wichtig, einen Immunstatus überhaupt zu kennen, weil man aus dem Immunstatus sehen kann, inwieweit die virale Problematik vielleicht dominanter ist. Das sind so Voruntersuchungen, die schon lenken können. Ist es eine Intention zur viralen Reaktivierung oder sind es Bakterien, die hier ein chronisch-rheumatisches Leiden unterstützen? Fakt ist eins: Es muss etwas dahinter sein, denn das Kind ist niemals beschwerdefrei und die Entzündung, die jetzt durch Antirheumatika und auch durch Cortison reduziert wird, die ist ja irgendwo unterschwellig da und wird immer nur punktuell reguliert. Und das ist langfristig natürlich so eine Dauerkortisongabe für die Kleinen von unglaublicher Nebenwirkung behaftet, weil hier geht es auch um Knochengesundheit langfristig. Mineralstoffdefizite, die man erkennt, ob das jetzt Mangan ist oder Selen oder Zink, müssen dann natürlich auch wirklich gezielt und bewusst aufgefüllt werden und immer wieder auch in großen Abständen bitte kontrolliert. Entzündungsparameter sind zu messen und ich würde empfehlen, hier auch das high-sensitive CRP zu messen, weil Sie sehen daran die stillen Entzündungen. Dann unbedingt eine große Stuhlprobe, die uns zeigt, wie ist die Mikroflora des Kindes? Gibt es eine Belastung mit Pilzen, Candida? Wie arbeitet eigentlich Leber, Bauchspeicheldrüse? Wie ist die Fett-, Eiweiß- und Kohlenhydratverdauung? Gibt es Verdauungsrückstände? Man kann anhand der Verdauungsrückstände ermitteln, wie funktionell intakt ist die Leber, wie funktionell intakt ist die Bauchspeicheldrüse. Wenn die Bauchspeicheldrüse natürlich in einer gewissen Schwäche ist, dann ist es schon lange nicht mehr nur vielleicht eine bakterielle Belastung und viral, vielleicht ist es auch eine Belastung mit Ammoniak, weil in der Aufspaltung von Eiweiß und einer nicht optimalen Aufspaltung des Eiweißes im Dünndarm aufgrund einer Verdauungsschwäche der Bauchspeicheldrüse Skatol, Schwefelwasserstoff und Ammoniak entstehen. Ammoniak gelangt dann viel schneller auch ins Blut und muss zur Leber umgebaut werden in Harnstoff und Harnsäure. Sie kennen alle die Gicht, die dann diese Gelenkschmerzen macht oder der wahnsinnig wehtuende rote Zeh. Aber es gibt auch eine Gicht unter Brot, es gibt auch eine Gicht oder Entzündlichkeit der Gelenke auf ganz andere Art und Weise. Und man sollte all diese Dinge wirklich durch eine Stuhlprobe erkennen. Das erkennen Sie nicht, wenn Sie einfach nur mit dem menschlichen Auge in den Darm schauen. Und 95% der Befunde einer Koloskopie sind im Großen und Ganzen recht gut. Aber wir haben gefunden, und dann ist es ein Polyp oder man kann überhaupt nichts und keine Aussage wirklich treffen über die funktionelle Leistung dieses Organs, das 80% unserer Immunität trägt. Wir können anhand der Stuhlprobe auch erkennen, inwieweit Entzündungen da sind. Es sind Parameter wie das Kalprotektin und das Alpha-Antitrypsin. Wir können das Zonulin messen als Marker auch der offenen Schleimhautpermeabilität, bei den anderen vorherigen Markern auch. Wir können erkennen, wie die Schleimhautimmunität ist. Das ist das sekretorische IgA. Und die Schleimhautentzündung wird durch das Alpha-Antitrypsin
sichtbar. Dieses sekretorische IgA sagt uns, ob die Schleimhaut in einer guten Abwehr zur Innen- und Außenwelt steht oder in einer reduzierten Abwehr. Das ist sehr, sehr wichtig, weil es ist die Grenzfläche nach innen. Und man muss diese Grenzfläche, diese Schleimhaut dann wieder stabilisieren. Und das hinterlegt natürlich nachher oder bedeutet, dass man die ganzen Befunde des Darmes erst einmal auswertet. Und es muss bitte ein Kollege sein, der mit diesen Dingen sehr vertraut ist, um dann wirklich für die Kleine einen therapeutischen Plan zu entwickeln, der Stück für Stück die Voraussetzung schafft, dass das, was sich entwickeln konnte sich ja auch immer nur auf dem entwickeln, was sich als nächste Schwäche entwickelt hat, dass man Stück für Stück diesen Weg wieder zurückgeht und die Stabilität dann wieder langsam aus der Tiefe aufbaut. Es gibt gesunde Kinder nach einer juvenilen rheumatischen Arthritis im Kindesalter, aber es wird ein wenig Zeit auch brauchen und vor allen Dingen, was mir ganz am Herzen liegt, es muss die Entzündung, die sich immer wieder selbst triggert, die muss erkannt werden und davor darf man keine Ruhe geben. An eine Borreliose zu denken, an eine Toxoplasmose, an eine Chlamydien zu denken. Daneben gibt es noch eine Reihe vieler anderer auch bakterieller Ursachen. Aber das steht alles in einer anderen Relation, wenn allein schon der Darm erstmal gesund ist. Weil dann kann eine gewisse Belastung gar nicht in den Körper gelangen. Deshalb muss ich nochmal ganz viel Wert legen. Und jeder ist gut beraten, ob Kind oder Erwachsener, der einmal im Jahr eine Stuhlprobe untersuchen lässt, damit man auch in der Voraussicht, dass so eine Entwicklung, die dann irgendwo in die Schieflage kommt, aufgehalten wird und vorzeitiger entdeckt wird. Ich würde es ja großartig finden, wenn diese Stuhluntersuchungen, die Magen-Darm-Diagnostik und den Stuhl genauso eine selbstverständliche Vorsorgeuntersuchung ist. Und Vorsorge heißt, vorher dafür zu sorgen, dass es nicht entsteht morgen. Mit einer Koloskopie, mit einer Darmspiegelung kann ich ja nichts im Vorfeld erkennen. Entweder es ist da und dann komme ich zu spät, oder ich kann ja über die funktionelle Beschaffenheit meiner Darmschleimhaut, der Aktivität der ganzen Drüsen, die im Oberbauch lokalisiert sind, wie die Bauchspeicheldrüse, auch die Leber ist wie eine große Drüse, die produziert nämlich Galle, kann ich doch überhaupt nicht sehen, wenn ich da hineinschaue. Auch eine Koloskopie ist mal wichtig, aber sie ist nicht geeignet, um zu sagen, es ist alles gut. Oder zu sagen, ich sehe einen Polypen, ich cutte ihn und schätze ihn ein als Präkanzerose, daraus kann sich was entwickeln und handle aber ein Jahr nicht oder 2 Jahre, sondern schau wieder nur rein und guck, ob ein anderer gewachsen ist oder nicht. Das sind Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr erfolgsversprechend auch sind. Als Arzt darf man das nicht einfach so sagen, aber ich will das schon einfach mal sagen, weil ich ja auch aus Erfahrung spreche. Für meine Begriffe ist der Arztberuf nun nicht unbedingt ein hochwissenschaftlicher. Das ist schon ein großer, erfahrener Beruf, weil man natürlich am Leben auch lernt, am Leben beobachtet und am Leben auch entscheiden kann, worin und was war es eigentlich, das diesen Menschen in die Gesundheit zurückgeführt hat. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt in Ihrem Umfeld auch Menschen finden, die Sie auf diesem Weg begleiten und die diese Untersuchungen vor allen Dingen veranlassen und damit vielleicht ganz langfristig die Medikation gemeinsam natürlich, das muss eine Trilogie sein mit dem behandelnden Arzt, dem Rheumatologen und natürlich Ihnen als Familie,
dass sie das Kind aus dieser Krankheit langsam herausführen können. Eins habe ich noch vergessen, wenn sie die Erstgeborene ist oder die Zweitgeborene, unterschätzen Sie bitte nicht, dass sämtliche toxische Belastungen der Mama 9 Monate auch auf das Kind übertragen werden können. Und manchmal sind Erstgeborene auch die belasteteren Kinder. Und jede Schwangerschaft zehrt natürlich auch an einer Mutter. Und man kann bei Kindern auch toxische Belastung über eine Bindegewebsmessung sehr schnell eigentlich feststellen. Gibt es da eine erhöhte Belastung mit Aluminium, mit Blei, mit Quecksilber? Das ist genauso noch ein ganz großer Punkt. Warum? Wenn das Kind ein HPU-Kind ist und wenig Zink hat und B6, dann ist die Gefahr gegeben, dass die Entgiftungsleistung der Leber und die durchläuft immer und jeden Tag und 24 Stunden eine ganz strenge Kaskaden von biochemischen Reaktionen. Und diese biochemischen Reaktionen sind angewiesen auf B6 und Zink. Nur um ein Beispiel zu nennen, die sind darauf angewiesen, dass auch ein Kind ausreichend Selen hat. Und ich bin schon manchmal ein bisschen in Sorge, wenn ich sehe, dass das Parameter sind, die uns im Alltag, auch in der Prüfung gesunder Kinder, nicht unbedingt wichtig sind. Aber die Kinder kommen in den Verlust. Sie haben heute nicht mehr genug Selen, zum Beispiel als Spurenelement für die Entgiftung, ganz entscheidend und wichtig. Und damit können sie nicht entgiften. Aber diese Entgiftung betrifft jetzt nicht nur die Binnenentgiftung dessen, was im Stoffwechsel selber anfällt, sondern es betrifft das, was auch Kinder in dieser Zeit zu kompensieren haben. Und das ist der Schwächste ist anfällig. Der Schwächste ist der vielleicht auch durchgeimpft ist. Aluminium, Thiomersal, Quecksilber, all die Dinge noch über die Impfung bekommt. Und dann natürlich in der Schleife dessen ist, dass dann immer wieder Infektionen da sind und am Ende irgendwo eine Erkrankung doch eigentlich immer nur eins zeigt. Der Körper ist in der Kompensation seiner Belastung irgendwo jetzt in einer sehr schwierigen Situation und erst dann hat er ein Symptom, erst dann ruft er durch eine Entzündung oder ich weiß nicht, was er noch alles an Symptomatik uns natürlich dann zeigt, ob das der Kopfschmerz oder die Migräne ist. Ich wollte Ihnen diese Gedanken jetzt mit auf den Weg geben. Es ist schon einige Zeit vergangen und all diese Dinge sind bitte wirklich abzuklären und mit einem Kollegen zu besprechen, der das in diesem Umfang auch sieht und die Erkrankung Ihrer kleinen Tochter dann in seine Hände nimmt und fürsorglich begleitet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen noch Sonntagabend und freue mich sehr auf den nächsten. Wiedersehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die vorangegangene Sendung ist eine Indikation für einen ganzheitlichen medizinischen Ansatz und ersetzt nicht den Gang zu einem Arzt Ihres Vertrauens. Besten Dank.